Ducati Hypermotard 698 Mono RVE. Lässt KTM sich die Butter vom Brot nehmen? Wir werden es uns anschauen. Bleibt dran. So, herzlich willkommen, Freunde der Beziehung, Betrieben und Unterhaltung. Heute steht an Probefahrt der Hypermotard 698 Mono RVE, sprich mit besonderem Dekor, Quickshifter, Blipper und den Two-Tone-Felgen. Ich habe jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde und ich werde jetzt mal meine ersten Fahreindrücke schildern. Ich saß noch nie drauf. Fahren wir los. Hört sich im Stand recht zahm an. Was haben wir hier? Brembo-Hebel, einstellbar, Pipi-Becherchen. Wozu diese Probefahrt? Ich fahre privat zwei verschiedene KTM 690 SMC, eine 2011er, also die ganz alte, 654 Kubik. Und dann fahre ich noch eine 2020er 690 SMCR, also die mit den echten 690 Kubik. Einfach mal aus Interesse die Hyper hier, die neue, um halt mal zu erfahren, was kann die Duck. Ja, ein neuer Spieler auf dem Spielfeld muss man sich natürlich angucken. Oh, okay. Also aus der Airbox kommt auf jeden Fall mehr als bei der 690er. Ich finde es ja lustig, dass der Al Fagan gesagt hat, die Kupplung ist so weich. Die finde ich an meiner 690er viel weicher. Okay, E-Gas, sehr gut. Ich habe nämlich nicht gewusst, ob die jetzt noch Seilzüge hat oder nicht. Angeblich hat die auch eine Füllstandsanzeige. Ich sehe jetzt aber gerade nichts. Ist lustig, die erinnert mich vom Fahrgeräusch her. Beim ersten Mal, wo ich sie gehört habe auf YouTube, hat sie mich sehr an die SXV 550, die ehemalige von meinem Bruder, erinnert. Man hört auch deutlich den Ventiltrieb. Tickert ein bisschen. Also ich schaue jetzt mal, dass ich schnell hoch auf den Feldberg komme, da eine kleine Runde drehe, weil ich habe halt nur eine halbe Stunde. Also ich werde dann auch demnächst mal stehen bleiben und werde es mir ein bisschen aus der Nähe anschauen. Aber auf den ersten Blick fühlt sich das alles recht gewohnt an. Also Kniestoß ist vergleichbar mit der SMCR. Kniewinkel vielleicht ein Ticken spitzer, aber jetzt auch nicht unangenehm. Was aber auf jeden Fall nicht so gemütlich ist, ist die Sitzbank. Man muss aber dazu sagen, ich habe die Ergo-Sitzbank und die ist ein bisschen weicher. Also ich finde die ein bisschen gemütlicher auf jeden Fall. Ja, ansonsten sieht hier alles recht typisch nach Ducati aus. Das Instrument ist natürlich wesentlich informativer als bei den KTMs. Also ich hoffe mal, dass sich KTM dadurch endlich mal herablässt, ein anständiges Cockpit zu machen und nicht diesen Taschenrechner. Also ganz wichtig, ich bin kein professioneller Motorradtester, ich bin einfach ein Typ, der seit 13 Jahren 690 fährt. Meine alte, die hat jetzt fast 96.000 Kilometer drauf. Also ich meine, ich kann mir ein gewisses Urteil erlauben, was so die Alltagstauglichkeit betrifft. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier anfühlt mit dem Tank vorne. Gewichtsverteilung etwas mehr auf dem Vorderrad. Ich weiß noch, der Al Fagan, der hat ja das Gefühl fürs Vorderrad sehr gelobt. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das bestätigen kann. Müssen wir erstmal ein bisschen Kurven fahren. Machen wir mal kurz noch einen Soundcheck. Also sie braucht schon Drehzahl auf jeden Fall. Gehen wir noch mal kurz ein bisschen runter. Achtung, wir sind bei 5000. Ja, also so ab 7000, 8000, da merkst du, da kommt dann noch mal was. Wendigkeit. Ja, doch. Ich glaube so, dass das Initiale in die Kurve schmeißen ist ein bisschen flotter als die SMCR. Gabel ist auch etwas schmäler, hat eine 45 mm Upside Down. KTM hat eine 48 mm Upside Down. Federwege sind identisch, Tank ist ein bisschen kleiner. KTM Tank 13,5 Liter, der hier 12 Liter. Verbrauch laut Motochecker bei der hier höher, 4,5 Liter oder 4,8 stand da auf der Webseite. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ach, Tunnel hat er gesagt, jawohl, Tunnel. Oh, Achtung. Ui, ich glaube, da knallt es immer eng.
Man merkt auf jeden Fall untenrum deutlich weniger Drehmoment als die 690er. Die musste drehen. Und meiner Erfahrung nach bedeutet ein Motor mit hoher Drehzahl, der hat auch immer einen höheren Verbrauch, weil du fährst halt weniger schaltfaul. Du fährst eigentlich immer ein bisschen mit Drehzahl. Immerhin kann man hier sehen, welche Drehzahl man fährt im Vergleich zu KTM. Mit der Supermoto sozusagen war ich noch nie im Taunus unterwegs. Aber heute ist sowieso nicht optimal. Man sieht es, ist alles ein bisschen nass. Und ja, ich bin der Erste, der so fährt. Bezüglich Sitzbank muss man da auf jeden Fall was machen. Also ich weiß nicht, wie sie sich auf einer längeren Tour dann anfühlt. Das kann man erst nach 1-2 Stunden das kann man erst nach 1-2 Stunden richtig beurteilen. Ah, warte mal. Fahren wir da mal schnell raus. Hat auch auf jeden Fall dieses ganz typische Magerknallen beim Abtouren. Ist ja auch Euro 5. Okay, Verarbeitungsqualität war eine Frage. Die Spaltmaße hier sind jetzt nicht so mega hübsch. Irgendjemand hat sich über die weichen Handprotektoren echauffiert, aber das ist bei der 690er ganz genauso. Die sind sogar weicher bei der 690er. Das ist nicht lackiert, das ist durchgefärbt. Brembo-Bremserei haben wir. Dann haben wir eine 330 mm Scheibe, soweit ich weiß. Bisschen größer als bei der 690er. Dann haben wir hier einmal das Darkwing Duck Gesicht. Das ist ja mein Favorit. Ja, ich finde, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, wie es bei der 690er aussieht. Aber ich glaube, es wirkt alles ein kleines bisschen aufgeräumter. Machen wir die Lambda-Sonde. Und der Cut ist hier. Heck ist natürlich, ja, Heck ist fein, kann man lassen. Silberner Bremssattel vorne, schwarzer Bremssattel hinten. Hätte man auch silber machen können. Ausleger für die Sozius-Fußrast ist auch ganz hübsch eigentlich. Stichwort Öl, die hat ja Wartungsintervalle von 15.000 Kilometern. Und jetzt gibt es im KTM-Lager Leute, die sagen, was, 10.000 Kilometer? So lang fahre ich doch niemals eine Ladung Öl bei so einem Fahrzeug. Und jetzt frage ich mich, welches Öl hat denn noch alle guten Eigenschaften bei 15.000, also oder knapp 15.000 Kilometern mit so einem Hochdrehzahlkonzept? Kann mir das mal einer erklären? Also ich muss mal nachlesen, was für ein Öl da reinkommt. Weil 15.000 halte ich für echt übertrieben. Ja, wo siedelt sie sich an? Da war noch eine Frage. Ist es eher Richtung 690er oder Richtung Wettbewerb Supermoto? Also für eine Wettbewerb Supermoto ist dieses Moped 50 Kilo zu schwer. Eindeutig. Das kann man wirklich überhaupt nicht sagen, dass das in Richtung Wettbewerb Supermoto geht. Aber wer eine SXV 550 schon mal gefahren ist, ganz ähnlich. Sitzbank ist allerdings gemütlicher hier bei der Duck. Ja, die Spiegel sind ganz schick, ganz hübsche Form. Der Rahmen ist auch recht schmal. Kann man lassen. Von den Vibrationen her würde ich sagen, hat die Duck ein bisschen die Nase vorne. Aber da merkst du, untenrum hat die KTM auf jeden Fall mehr Punch. Grüße ans KTM-Forum. Stichwort KTM-Forum bzw. LC4-Forum. Einige Leute, die wesentlich schlauer, technikaffiner sind als ich, die haben ausgerechnet, dass die Duck ein ca. 15% längeres nutzbares Drehzahlband hat, ist aber auch ca. 15% kürzer übersetzt. Ach, das ist jetzt diese ganz bekannte Kurve. Applauskurve. Aber niemand applaudiert. Oh, das ist schon übel. Zur Fahrwerksauslegung kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Scheint etwas straffer zu sein von der Dämpfung her als die 690er. Aber lustigerweise die Gabel, wenn du jetzt im Stand oder beim langsamen Rollen bremst, dann merkst du es irgendwie vorne geschmeidiger. So, was hätten wir denn hier? Platz für einen Sozius? Ja, würde noch gehen. Tourentauglichkeit. Irgendjemand hat gefragt, ob gibt es da Gepäckträger. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht informiert. Ich habe keine Ahnung, ob es da schon irgendwelches Zubehör gibt. Mir ist nur bekannt, Terminioni Racing-Anlage und offene Airbox und anderes Mapping. Und dann hat sie 84 PS oder so. Also Standard 77,5 PS sind genau 2,5 PS mehr als die Österreicher. Und ich glaube, das haben die ganz bewusst gemacht, um einfach Richtung KTM zu stinken. Die jetzt nicht mehr sagen können, sie haben den stärksten Einzylinder-Single der Welt. Oh, also
Ich glaube, wenn jemand von euch dieses Moped kaufen sollte, kauft die, glaube ich, mit Quickshift. Das lohnt sich, wer auf das Geballer steht. Wie gesagt, so ab 7.000 bis 8.000, da geht es dann richtig los. Aber da ist dann auch das Feuerwerk irgendwann schon vorbei, weil es sind, glaube ich, 10.250 oder bei 10.500 geht dann der rote Bereich los sozusagen. In den Gefilden, da fahre ich eigentlich nicht so gerne. Ich bin eigentlich eher so ein untertouriger Fahrer, weil ich mag einfach das Drehmoment unten raus. Wenn du drauf drückst oder ziehst am Kabel und dann werden die Arme lang, das ist hier nicht so. Also es ist, wie gesagt, sehr homogen von der Leistungsentfaltung her. Der liebe Weiti, der hat mal eine Vergleichsdrehmomentkurve gemacht. Wenn er mir das erlaubt, dann baue ich das ins Video ein, dann könnt ihr hier mal schauen. Ah ja, übrigens, Riding Modes. Also es gibt 4 verschiedene Riding Modes. Es gibt Sport, Road, Urban, Wet. Und dazu gibt es dann 3 verschiedene Motor-Mappings sozusagen. Also bei Wet hast du dann eingeschränkte Leistung. Wo muss ich denn eigentlich hin? Nach rechts, ne? Also bei Urban und bei Sport hast du volle Leistung. Und bei Road auch. Da gibt es auch so eine Tabelle, wo steht, welches Mapping korrespondiert mit welchem Fahrmodus. Und dann gibt es natürlich auch noch Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Slide Assist, was weiß ich. Jede Menge Schnickschnack. Brauche ich ja auch gar kein Foto machen. Das sieht das Moped gar nicht. So, Bushaltestelle. Hatten wir mal kurz an. Wenn man jetzt mal überlegt, man will Touren fahren. Ich habe ja so Ortlieb Moto Satteltaschen. Die gibt es inzwischen von Touratech. Und von Enduristan gibt es auch welche, die könnte man hier auch easy drüberlegen. Dann hast du hier noch eine Schlaufe, die kannst du hier festmachen. Und dann hier am Fußrastenausleger, da ist auf jeden Fall genug Platz. Also könntest du eigentlich so wie sie ist, Satteltaschen draufschmeißen, kannst du so in Urlaub fahren. Das Federbein, da ist halt kein Spritzschutzlappen, ne? Da ist halt nur dieses kleine Ding. Also das wird schon ein wenig dreckig. Hier nochmal ein bisschen Dichtmasse. Naja, wollen wir mal unter die Sitzbank schauen, hä? Wollen wir mal gucken. Wenn ich das Schloss finde. Auch ganz schön, ne? 698 Mono. Wo ist denn das Schloss? Muss ich da, glaube ich, beim Händler nochmal fragen. Das ist aber auch nicht so hübsch hier, ne? Das sieht aus wie so Elektriker-Tape. Nee, ich finde jetzt gerade auf die Schnelle nix. Ja gut, dann fahren wir mal wieder zurück. Bei bestem Wetter auf dem Feldberg. Dann haben wir ja noch mal ein Stückchen Autobahn. Zurück zum Ducati-Dealer. Können wir mal schauen. Mal kurz schauen, was er läuft. Mal kurz ausdrehen. Die ist natürlich nicht eingefahren. Ist ja logisch. Aber wenn man mal nur kurzzeitig mal ein bisschen am Kabel zieht und kurzzeitig hohe Drehzahlen fährt, dann ist es schon in Ordnung. Man sollte jetzt halt nicht unbedingt das Ding kaufen und dann gleich mal den ganzen Tag auf der Rennstrecke, auf der Kartbahn rumheizen. Das ist dann eher keine so gute Idee. Ich finde es ja sowieso ulkig, dass Ducati die Presseveranstaltung auf der Kartbahn gemacht hat und nicht auf der Landstraße. Weil ich glaube nämlich nicht, dass ein besonders großer Teil von den Leuten, die sich dieses Moped kaufen, auf der Kartbahn fährt. Lenkeinschlag bzw. Wendekreis will ich nochmal ausprobieren. Vielleicht schnell hier. Ha? Ja, auch auf jeden Fall vergleichbar mit der 690er. Ursprünglich wollte ich ja das Moped hier in Aschaffenburg Probe fahren, weil das ist nämlich nicht so weit für mich. Ich bin jetzt 100 Kilometer einfach heute gefahren. Und Aschaffenburg ist auch insofern besser, weil das sind meine Hausstrecken. Und da hätte ich sehr gerne mal einen direkten Vergleich gemacht. Also eventuell mache ich dann nochmal eine zweite Probefahrt. Das Geballer. Quickshifter funktioniert auch astrein. Nochmal ein bisschen Airbox. Ja, also kommt ein bisschen mehr aus der Airbox raus. Ich würde ja mal zu gern drunter schauen. Müssen wir noch beim Händler nachholen. Ich will sehen, wie es unter der Sitzbank ausschaut. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche wichtigen technischen Daten? Also das Hochdrehzahlkonzept hängt natürlich daran, dass die Duc wesentlich kürzeren Hub hat. Und deswegen kann die auch höher drehen, weil weniger oszillierende Massen. Und dann ist er halt einfach drehzahlfester, ist normal, aber dafür hat sie dann natürlich weniger Druck aus dem Keller, weniger Drehmoment. Das ist halt dann
das, was man aufgibt. Also eigentlich so klassisch Rennmotor. Und wenn ich mal meine beiden YouTube-Kollegen, die Annika und den Blackout, korrigieren darf, ja, die Gussfelgen oder Schmiedefelgen, wie auch immer, das sind weniger rotierende Massen. Das hat nichts mit der Schwungmasse zu tun. Die Schwungmasse ist im Motor. Ja, jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, würde ich mir eine kaufen? Nee, ich glaube nicht, weil ich, wie gesagt, eher Motorräder mag, wo du ein bisschen mehr Druck aus dem Keller hast. Bei der Euro 3 hast du natürlich relativ viel, mit einer offenen Airbox dann noch mehr. So, alles klar. Also wenn mir jetzt bis zur Autobahn noch irgendwas einfällt, dann werde ich das noch erwähnen. Ansonsten sehen wir uns dann gleich auf der Autobahn nochmal. Dann drehen wir sie mal kurz aus und dann machen wir ein kleines Roundup, einen Abschluss beim Händler. Fühlt sich stabiler an als der SMCR. Ich könnte mich jetzt täuschen, aber ich glaube, der Windschutz ist ein kleines bisschen besser als auf der 690er. Den Spiegeln sieht man ähnlich viel, weil bei den 690er nicht sehr viel. Da hast du ziemlich feine Vibrationen. Puff, 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 puff. Also neutral ist ein bisschen hakeliger als bei der 690er. Ja gut, aber das sind Details. Also wegen sowas, da wird jetzt keiner sagen, hey, die Ducati, die kaufe ich mir nicht, ich finde neutral nicht. Aber im Stand ist er eigentlich recht zahm, das ist interessant. Ich muss nicht tanken, hat er gesagt. Jetzt kann ich natürlich auch nicht gucken, was ich für einen Verbrauch hatte. Aber ich denke mal mit 4,5 ungefähr, der wird schon hinkommen, 4,5 bis 5 Liter. Ja, ansonsten Sitzposition, alles, also sehr vertraut. Fällt der Umstieg leicht. Jetzt fällt mir noch was ein. Ich muss noch ein Wort verlieren bezüglich Agilität. Also die hat jetzt irgendwelche Pirelli Super Duper Corsa drauf. Ja, das sind Straßensportreifen. Und ich fahre auf der SMCR Z8 Interact. Das ist eher so Tourensport oder Tourenreifen. Die haben natürlich eine ganz andere Kontur. Also ein bisschen vorsichtig sein mit meiner Aussage. Aber es erinnert mich alles sehr, sehr, sehr stark an die SXV. Fein. Auf jeden Fall feines Gerät. Ja, wenn es die KTM Gas Husky nicht geben würde, da würde ich definitiv zu der greifen. Ohne Frage. Ah. Was machst du da? Deswegen hörst du auch mehr beim Fahren, weil der ganze Krach geht nach vorne raus, bei der KTM geht er nach hinten raus. Da ist der Deckel umgedreht. Das ist doch nicht der ganze Einlass da rein. Das ist der ganze Einlass. Jetzt weiß ich auch, warum sich meine Monster so gut anhört. Ja, du hast ja auch alles aufgeschnitten bei dir. Bei meiner ist Illegal, ist volles... Ja. Das ist eingetragen. Nein, das ist eingetragen. Das springt halt schon einen an. Ne? Ja, ich finde das sehr schick. Gut, dass der nicht so hoch ist. 905 mm ist schon Ja, nichts für Stummelfuß-Indianer. Danke. Egal wie du dich entscheidest, hab Spaß. Dankeschön, ciao. Jetzt habe ich völlig vergessen, meinen Abbinder zu machen. Also den Schub aus dem Drehzahlkeller, den Unterschied, den merkt man deutlich bei der KTM, obwohl es nur ca. 10 Newtonmeter sind. Ihr habt ja das Diagramm gesehen von Weiti, was ich gepostet habe. Würde ich mir eine kaufen? Ich glaube nicht unbedingt, weil ich bin mit der KTM sehr zufrieden. Und wie gesagt, mir gefällt es besser, wenn man bei niedrigen Drehzahlen mehr Drehmoment hat. Das macht mir einfach mehr Spaß. Also die Duck, die ist eher so Richtung Rennstrecke getrimmt. Ja, und insofern macht es ja eigentlich dann auch Sinn, dass die Pressevorstellung auf einer Kartbahn war. Ich hoffe mal, ich habe so viele Infos platzieren können wie möglich. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die unbeantwortet geblieben sind, dann schreibt mir die einfach in die Kommentare. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao!